Gröning ist eine Einmalerscheinung. Keiner psychotherapeutischen, psychologischen Schule einzuordnen. Darum sage ich denke, er war ein tief religiöser Mensch. Unbezweifelbar war für mich, dass von ihm Kräfte ausgingen, die die Heilung beim Menschen bewirkte. Für mich war immer bestimmend bei solchen Dingen, dass Gott viele Weisen hat, dem Menschen zu helfen. Das Wichtigste, was er für meine Ohren gesagt hat, war: An Gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen. Alles andere ist zu viel der Worte, verstehen Sie? Das ist das Fundament seines Wirkens geworden. Ich wurde als 4. Kind von 7 Geschwistern des Ehepaares August und Margarete Gröning am 30. Mai 1906 in Danzig-Oliva geboren. Während meiner Kindheit und Jugendzeit machte ich immer mehr die Feststellung von sonderbaren Fähigkeiten, die, von mir ausgehend, dazu angetan waren, beruhigenden oder heilenden Einfluss auf Menschen und Tiere auszuüben. Im Jahre 1949 entsteht ein großer Rummel um Bruno Gröning, der in den Medien als Wunderheiler bekannt wird. Tausende Menschen suchen ihn in verschiedenen Städten Deutschlands auf. Immer wieder hört man von neuen, unglaublichen Heilungen. Eines der größten Phänomene unseres Jahrhunderts, das ist die übereinstimmende Meinung vieler Sachverständiger. Selbst von Ärzten als unheilbar diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelähmt. Ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Mein linkes Ellbogengelenk wurde zersplittert und ich wurde dann ins Marinelazarett nach Stralsund gebracht, wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest, dass der Arm sich nicht bewegen ließ, dass er angewinkelt stehen blieb. Bis 1949 war es so, man kannte mich nicht anders. Mehrfach wurde ich nur noch genannt, der Mann mit dem einen Arm, weil es so aussah, als wenn ich links eine Prothese trug. Und wir warteten nun, dass Herr Gröning auf dem Balkon erscheint. Und wir warteten und wir warteten. Und wir warteten 3 Tage und 3 Nächte. Und als er auf den Balkon kam, ich kann es gar nicht so beschreiben, und dann hat er gesagt: Ihr Hilfesuchenden, ihr Heilsuchenden, ihr Gelähmten, steht auf, ihr könnt gehen. Wenn Sie dann gesehen haben, dass die Leute dann aufstanden, wenn Gröning mit ihnen gesprochen hatte, oder nur, dass er oben stand, und wenn er dann sagte, jetzt stehen Sie auf, und die Leute standen auf, oder Leute, die an Krücken gingen, die Krücken wegwarfen und liefen, dann kann man solchen Menschen nicht mehr als Scharlatan betrachten. Einer von Menschen, die auf den Waren lag, erhob sich und sagte: Es geht mir gut, es geht mir gut. Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Grönings gefolgt und sind aus den Rollstühlen aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Er schaute mich nur an, so. Und habe ich ihm die Hand gezeigt, oder mehr oder weniger. Und dann, ich weiß, es war da ein Tisch oder was, auf jeden Fall. Ich hatte die Hand so und auf einmal
Die Finger haben Trommelfeuer gemacht. Eine ganze Weile. Und in dem Augenblick war die Lähmung verschwunden. Es ging binnen einer halben Stunde. Ich habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, seit Jahren, gerade zu machen. Und er wurde gerade. Und habe dann nur geschrien, er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. In der Heidelberger Ludolf-Krehl-Klinik unter der Schirmherrschaft von Professor Dr. Weizsäcker soll die Heilmethode des Wunderdoktors erforscht werden. Im Mittelpunkt steht vor allem die wissenschaftliche Überprüfung. Vor allem ist der Marburger Psychologe und Mediziner Professor Dr. H.G. Fischer für die wissenschaftlichen Untersuchungen zuständig. Am beeindruckendsten ist der Fall Strobel. Seit Jahren hatte er die Bechterew-sche Krankheit, was zur völligen Versteifung der Wirbelsäule führte. Außerdem plagten ihn starke Schmerzen beim Gehen und Steigen. Innerhalb kürzester Zeit ist er schmerzfrei und kann sich frei bewegen. Die Ärzte zeigen sich beeindruckt. In der Revue äußert sich Professor Dr. Fischer in einem Vorgutachten sehr positiv zu den Geschehnissen der Heidelberger Untersuchungen. Er sagt, Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor, sondern ein begabter, nichtärztlicher Psychotherapeut. Mit der Zeit wenden sich viele Ärzte aus dem Bundesgebiet an Gröning. Mit Hochachtung sprechen sie den Nicht-Akademiker an. Dr. Erwin Perlek, praktischer Arzt, bittet im Namen einiger schwerkranker Patienten Gröning um einen Besuch in seiner Praxis. Dr. Guido Roth, praktischer Arzt, bittet um Hilfe für seine an Kinderlähmung erkrankte Tochter. Dr. A. Molenar, praktischer Arzt, schreibt: Sehr geehrter Herr Gröning, da ich als praktischer Arzt bei meinen Kranken einige habe, denen Sie bestimmt helfen könnten und die ohne Ihre Hilfe schwerlich wieder gesund werden und weiterhin ans Bett gefesselt wären, frage ich an, ob ich diese Kranken zu Ihnen bringen darf, beziehungsweise ob sie zu uns kommen. Dr. Zetti, praktischer Arzt aus München, hatte bereits Kontakt mit Gröning aufgenommen. Er schreibt in einem Artikel, er vermag Kranke mit schwersten Leiden, darunter sogar Blinde, ich habe es selbst miterlebt, durch persönlichen Kontakt und stärkste Konzentration in kurzer Zeit zu heilen oder doch zumindest ihnen Linderung zu verschaffen. Gröning wird zum Phänomen. Immer wieder werden neue Heilungen bekannt, die man mit ihm in Verbindung bringt. Während einer Gemeinschaftsstunde lernt Adolf Groth Bruno Gröning kennen. Er hatte Magenkrebs und war von den Ärzten aufgegeben. Ich stand noch mit einem Bein im Grab. So krank war ich. Ich wollte Hilfe. Ich konnte nicht mehr essen und nicht. Und dann sind wir da hingefahren. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr genau. Irgendwie waren mit mehreren Mann. Dann sind wir da hingefahren und dann war also eine Erlösung. Eine Erlösung war das für uns. Für alle, die da gewesen sind. Das Saal war voll. Eine Erlösung war das. Für alle. Also man war wie von neu geboren. Nicht so leicht und fühlte man sich die Schwere, die war aus dem Körper raus. Und in dem Moment und auch noch wie weggefahren, da waren wir nicht mehr krank. Wir haben nichts mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Und gleich, wie wiederkam, konnte ich essen. Und kam auch nicht wieder. So einfach. Aber das sind diese Übertragungen von Gröning, seine Kräfte, die er ausgestrahlt hat. Und der Körper wurde aufgelockert und dann hat der Körper wie einen freien Durchlauf, freien Strom, wie man mal so sagen. Dann kann alles wieder normal gehen. Und wer das nicht glauben will, der muss das sein lassen. Aber mein Glauben, den kann mir keiner nehmen. Und ich bin dieser Einzelne. Und habe ich damals bekommen und habe ich heute noch. Und ich fahre gut mit. Ich werde alt. Bin alt oder werde alt, wie soll ich mich ausdrücken? Und das ist das Schönste. Ich freue mich am Leben, dass ich noch da bin. Und dass ich noch gesund bin. Am 4. März 1955 erhebt die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen Bruno Gröning.
Es wird ihm zur Last gelegt, gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben. Außerdem fahrlässige Tötung im Falle einer jungen Frau namens Ruth Kuhfuß, der er im Jahre 1949 in Verbindung mit seinem früheren Manager Otto Meckelburg begegnet war. Meckelburg behauptet im Prozessverlauf, Gröning hätte Ruth Kuhfuß die Heilung versprochen und dringend von jedem Arztbesuch abgeraten. Dabei könnten viele Menschen bezeugen, dass er Hilfesuchenden nie abgeraten hat, zum Arzt zu gehen. Herr Gröning hat nie die Menschen abgeraten, zum Arzt zu gehen. Die ganzen Jahre, die ich ihn erlebt habe, war das Gegenteil erfolgt. Er sagte zu den Freunden, gehen Sie zum Arzt. Aber wenn Sie zu ihm gehen, dann haben Sie Vertrauen zu ihm. Bruno Gröning hat niemals gesagt, geht nicht zum Arzt. Er hat die Ärzte nicht in den Himmel gehoben. Er hat gesagt, die machen viel verkehrt. Er hat aber auch nicht gesagt, du sollst nicht zum Arzt gehen, denn der Arzt ist ja die erste Stufe, wenn einer was hat, dass er zum Doktor geht und der stellt es fest. Er legte Wert darauf, dass man weiterhin in ärztlicher Behandlung blieb. Und das zusätzlich noch eher wirken konnte, aber niemals hat er jemand abgeraten, zum Arzt zu gehen. Niemals. Der Gröning war ein grundanständiger, netter Mann, der aus sich gar nichts machte und immer erklärt, ich will nur heilen, der auch gar kein Geld wollte. Jetzt legten verschiedene überall Geld hin. Und er hat ein paar Mal gebeten, nehmen Sie das Geld, und dann nahmen sie das Geld nicht. Dann nahm Herr Gröning das Geld, sammelte es ein und steckt es einer Frau in die Tasche. Und wie sich das später das war eine ganz arme Kriegewitwe, die Herr Gröning das Geld gegeben hat. Und die konnte sich ja nicht mehr fassen, dass sowas noch gibt. Er besaß ja überhaupt kein Geld. Und er brauchte auch auf den Ausdruck, Geld ist der Teufel. Nicht wahr? Also er hatte eine ablehnende Haltung dem Geld gegenüber, und uns war es auch strengstens verboten, Geld anzunehmen, auch nicht für ihn. Bruno Gröning wird wegen wiederholten Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz eine Geldstrafe von 2000 D-Mark auferlegt. Vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung wird er allerdings freigesprochen. Obwohl das Urteil auf den ersten Blick positiv aussieht, ist es für Gröning unannehmbar. Ihm sind nun in jeder Hinsicht die Hände gebunden. Selbst Glaubensvorträge sind nicht mehr möglich. Er hat trotz aller Warnungen oder trotz aller Gefährnisse, die ihm in den Weg gestellt wurden, doch weiter nur eins getan, immer geholfen. Er ließ sich nicht irre machen. Um nichts in der Welt. Das ist ja das, was dann so einen Menschen auszeichnet. Manche gehen dann in die Knie vor denen, die sagen, du lügst. Wenn einer die Wahrheit sagt, dann sagt er eben die Wahrheit. Der Grenzwissenschaftler Professor Hohmann sagte einmal über ihn, immer wenn die göttliche Ordnung nicht mehr im Mittelpunkt des menschlichen Daseins stand, wie heute bei uns, fanden sich Begnadete, die zur Besinnung und Rückkehr zum Allmächtigen aufriefen. Für solch eine Sondererscheinung halte ich Herrn Gröning. Kommende Generationen werden sich mit ihm und seinem Werk beschäftigen.